Malerische Sandsteinformationen, in Jahrtausenden zu bizarren Felsgebilden herangewachsen. Weitgestreckte Basalt- und Phonolithkuppen, vor Urzeiten durch vulkanische Explosionen geboren. Und großräumige, urwüchsige Flussauenkomplexe. Sie alle prägen das Gesicht der südlichen Oberlausitz, Sachsens südöstlichsten Naturraum im EU-weiten Schutzgebietsnetz Natura 2000. Dabei besticht die südliche Oberlausitz durch ein einzigartiges Mosaik aus Lebensräumen und einer Vielzahl an Tieren und Pflanzen, die es anderenorts kaum noch gibt. Dazu gehören auch die letzten weiträumigen Gladiolenwiesen der Bundesrepublik. Landesweit bedeutende Uhu-Vorkommen, eine der größten Fledermauskolonien Sachsens, aber auch sichere Zufluchtsorte für die Haselmaus, einem der kleinsten Säugetiere Deutschlands. Natura 2000 bringt schon was für die Haselmaus, und zwar ist es insbesondere die Aufmerksamkeit. Dieses kleine Säugetier stand vorher nicht so deutlich im Fokus der Forschung, und über Natura 2000 bekommen wir deutlich mehr raus über die Art. Und da anzusetzen und entsprechende Maßnahmen des Schutzes durchzuführen, konzentriert eben in solchen Gebieten auch zu fördern, ganz bestimmte Dinge, das ist eigentlich eine Chance, die wir haben mit Natura 2000. Es ist schon eine beeindruckende Sache, dass wir hier in unserem kleinen Bischdorf, das ja sonst kaum ein Mensch kennt, schon Teil dieses großen Netzes von Naturdenkmälern oder lebendigen Naturdenkmälern sind hier, dieser Natura 2000. Die Oberlausitz erstreckt sich in einem etwa 70 Kilometer breiten Korridor entlang der Städte Bischofswerda, Bautzen und Löbau bis an die Neiße, dem Grenzfluss zwischen Deutschland und Polen. Im Film wird dieser südliche Teil der Oberlausitz, das Oberlausitzer Hügel- und Bergland, vorgestellt, während dem Oberlausitzer Heideland und Teichgebiet ein eigener Film gewidmet ist. Die Oberlausitz ist seit 2004 fester Teil von Natura 2000. Das EU-weite Schutzgebietsnetz dient dabei einerseits dem Erhalt ausgewählter Lebensraumtypen von gemeinschaftlicher europäischer Bedeutung und andererseits dem Schutz gefährdeter Tier- und Pflanzenarten. Um dieses europäische Naturerbe zu bewahren, setzt das Schutzgebietsnetz Natura 2000 auf zwei Säulen: die Errichtung von Fauna-Flora-Habitatgebieten, kurz FFH-Gebiete, und den Aufbau europäischer Vogelschutzgebiete. Viele seltene Arten finden mittlerweile hier sichere Rast- und Brutmöglichkeiten. Dazu zählen nicht nur die Feldlerchen in den Weiten des Oberlausitzer Gefildes, sondern auch einer der seltensten Singvögel Deutschlands, der Ortolan. Sein Lebensraum sind reich gegliederte Agrarlandschaften. Hier baut der Ortolan sein Nest, und zwar am Boden, vorwiegend in Getreidefeldern. Und genau das wurde ihm zum Verhängnis. Durch die Intensivierung der Landwirtschaft seit den 60er Jahren fiel der Ortolanbestand dramatisch ab. Heute leben nur noch etwa 500 Brutpaare in ganz Sachsen, schwerpunktmäßig hier in der Oberlausitz. Der Ortolan ist ja eine Art des Anhang 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie. In diesem Anhang stehen also die aus europäischer Sicht besonders wichtigen Vogelarten, für die insbesondere eben was getan werden muss. Und dem gilt eben auch besonderes Interesse seitens der EU. Und demzufolge ist es also auch wichtig, mit einem entsprechenden Schutzgebietssystem dann für den Ortolan einen Teil des Bestandes, also auch des sächsischen Bestandes, etwas zu schützen durch solche Schutzgebiete. In diesen Schutzgebieten gilt dabei ein Verschlechterungsverbot. Das heißt, die Bewirtschaftung darf nicht auf Kosten der Natur intensiviert werden.
Trotzdem ist eine ordnungsgemäße Landwirtschaft auch in Natura 2000 Gebieten möglich und nötig. Denn viele schutzwürdige Lebensräume haben erst durch menschliche Nutzung über viele Jahrhunderte ihren hohen ökologischen Wert erhalten. Trotzdem, um Seltenheiten wie den Ortolan zu schützen, bedarf es in Einzelfällen auch Einschränkungen. Zum Beispiel den Anbau bestimmter Kulturen wie Getreide und Erbsen und die Reduktion des Einsatzes von Pflanzenschutz- und Düngemitteln. Landwirte können dafür im Rahmen einer Agrarförderung einen Ausgleich erhalten. Hinzu kommen vielfältige Förderinstrumente, die es ermöglichen, Artenschutz umzusetzen und diese Leistungen den Landnutzern zu vergüten. Und davon profitieren nicht nur die Ortolane. Der Agrarraum ist natürlich ein Bereich, in dem für den Vogelschutz sehr viel noch getan werden muss. Und gerade auch der Rückgang verschiedener Arten in der Agrarlandschaft ist ja unübersehbar. Das ist ja zum Teil dieser Lebensraum, der uns zurzeit die größten Sorgen macht. Und hier sind natürlich gewisse Mitnahmeeffekte da. Also was im Ortolan nützt, nützt noch eine ganze Reihe weiterer Arten. Dazu zählen neben den Goldammern vor allem auch die Neuntöter. Ihre Beute bringt die Vielfalt naturnaher Feldfluren eindrucksvoll zum Vorschein. Mit Leitarten wie dem Ortolan fungieren dabei Natura 2000 Gebiete, anders als Naturschutzgebiete, nicht nur als lokale Schutzräume. Durch höhere Flächengrößen und vor allem durch ihre europaweite Ausdehnung verknüpfen sich die einzelnen Schutzgebiete untereinander zu kontinentalen Netzwerken. Und das hilft vielen Tieren, sich nicht nur in der Oberlausitz wohlzufühlen, sondern sich auf sicheren Sohlen durch ganz Europa zu bewegen. Natura 2000 stellt uns vor neue Herausforderungen. So ist zum Beispiel die Rückkehr des Wolfes mit Anpassungen bei der Weidehaltung verbunden. Für die Ausweisung der FFH- und Vogelschutzgebiete sind die Bundesländer verantwortlich. Im Naturraum Oberlausitz hat der Freistaat Sachsen so 32 FFH-Gebiete und 6 Vogelschutzgebiete eingerichtet. Sie bedecken knapp 10% der hiesigen Naturraumfläche. Zu den bekanntesten Natura 2000 Gebieten der Oberlausitz zählt dabei das Zittauer Gebirge an der Grenze zu Tschechien. Insgesamt 9 verschiedene Lebensraumtypen des Anhanges 1 der FFH-Richtlinie sind hier erfasst. Den flächenmäßig größten Anteil davon nehmen die Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation ein, die seit Jahrhunderten Touristen aus ganz Europa anziehen. Und wir versuchen natürlich diesen Interessenausgleich zwischen den verschiedenen Nutzungen, zwischen Landschaftspflege, Landschaftsschutz, Umweltschutz, Naturschutz auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich die Bewirtschaftung des Forstes, auch der Ackerflächen und natürlich die touristische Nutzung. Und nicht zuletzt natürlich, wir sind eine Kulturlandschaft, über 1000 Jahre gewachsen, natürlich auch für die Bevölkerung, also dass diese Interessen auch zusammengeführt werden. Mit einer gezielten Besucherlenkung gelingt im Zittauer Gebirge der Spagat zwischen menschlicher Nutzung und tierischen Ansprüchen. Viele seltene Arten haben hier im Schutz hochgelegener, ungestörter Nischen überlebt. Einige bekommt man regelmäßig zu Gesicht, andere jedoch fast nie. Haselmäuse sind so groß wie ein Daumen und nachtaktiv. Die exzellenten Kletterer und Winterschläfer sind streng geschützt. Im Zittauer Gebirge finden die Kleinsäuger dank der Ausweisung von FFH-Gebieten noch sichere und ungestörte Lebensräume. Da sind sich die Experten europaweit einig über die Gefährdungsursachen. Das ist die sogenannte Zerschneidung von Lebensräumen. Die Haselmaus ist ja nur so ein daumengroßes Tier, verbringt aber 90–95% ihrer nächtlichen Aktivitäten immer oben in den Kronen der Bäume und Sträucher. Sie vermeidet es, eine kleine Lücke auf dem Boden zu überwinden. Das ist gefährlich, da kann die Eule zuschlagen. Und wenn wir uns jetzt unsere Wälder angucken, in der Karte im Luftbild sehen wir, dass die halt doch relativ stark getrennt sind. Die Verbindungsstrukturen, Baumreihen, Hecken fehlen.
Genau hier setzt Natura 2000 an und verknüpft die Lebensräume untereinander. In der Oberlausitz tragen die zahlreichen FFH-Gebiete zum Schutz der Kernvorkommen der Haselmaus sowie zur Vernetzung ihrer Habitate maßgeblich bei. Und das, was der Haselmaus hilft, hilft ja vielen anderen Waldarten auch. Also es ist ja so eine Art Schirmart, Zeigerart für Artenreichtum, für Vielfalt im Wald. Und wenn ich das verbinde für die Haselmaus, dann können Laufkäfer, Schnecken, die wir zum Teil ja gar nicht mal so genau kennen, waldbewohnende Arten, da in den Fußstapfen folgen. Dazu zählen vor allem auch die 2000 Mausohrfledermäuse am Rutstein in der Nähe von Löbau. Ihre Wochenstube im Glockenturm der Bischdorfer Kirche gehört zu den faszinierendsten Naturwundern Deutschlands. Es ist weit und breit die größte Geburtsklinik für Fledermäuse und mittlerweile der Stolz einer ganzen Kirchgemeinde. Das ist natürlich ein Phänomen, dass wir so viele Fledermäuse haben. Wenn man unsere Gemeinde vorstellt, kann man sagen, immer, wir haben mehr Fledermäuse als Einwohner in unseren beiden Dörfern. Das ist also schon ein Kuriosum und ein großes Glück, dass wir diese Tiere hier haben, da sie in vielen anderen Kirchen so nicht mehr leben können. Dass sich solche Kostbarkeiten erhalten, ist vor allem dem Engagement hunderter ehrenamtlicher Naturschützer zu verdanken. So wie Wolfram Peuk. Er berät nicht nur die Kirchgemeinde in Fragen des Fledermausschutzes, sondern ist auch einer von Dutzenden Freiwilligen, die am EU-weiten Natura 2000-Netzwerk mitarbeiten. Dazu gehört vor allem auch ein regelmäßiges Monitoring, eine Art Dauerbeobachtung, die alle 6 Jahre eine Berichtspflicht über den Zustand der Lebensräume, Arten und Fledermausquartiere vorsieht. Wolfram Peuk nimmt daran teil und weiß, dass Natura 2000 seinen 2000 Schützlingen eine sichere Zukunft bietet. Vor allem durch die Ausweisung weiträumiger FFH-Gebiete im Umfeld der Mausohrwochenstube. Den Fledermäusen bieten sie hervorragende Nahrungsbedingungen. Zum Beispiel Rotstein oben oder der Leeuwer Park, die gehen ja bis zu 30 Kilometer weit weg, haben die ja ihren Radius, wo sie dann ihre Nahrung zusammensammeln. Und das zeigt auch die Bäche, die ja waldbestockt sind, mit Laubwald, dass das dann eben ein gutes Nahrungsangebot haben. Sonst wäre das vielleicht nicht so. Denn wenn es Nacht wird, beginnt in Bischdorf ein Naturschauspiel der Superlative. Kurz nach Sonnenuntergang schießen in wenigen Minuten hunderte Mausohrfledermäuse aus dem Kirchturm und gehen auf die Jagd nach Insekten. Im angrenzenden Naturschutzgebiet Rotstein finden sie Nahrung im Überfluss. Es ist das älteste Naturschutzgebiet der Oberlausitz und Teil des FFH-Gebietes Basalt- und Phonolitgruppen der östlichen Oberlausitz, einer spezifischen Besonderheit der Region, die sich aus 14 Teilflächen zusammensetzt. Vor Urzeiten im Tertiär entstanden, prägen die einstigen Vulkane heute ein abwechslungsreiches Landschaftsbild mit bewaldeten Berggruppen und Einzelbergen. Sie enthalten seltene Biotope, deren Schutz EU-weit eine besonders hohe Bedeutung zukommt, den sogenannten prioritären Lebensraumtypen. Dazu zählen beispielsweise die subkontinentalen Eichen-Hainbuchenwälder. Diese Mischwälder aus Winterlinde, Stieleiche und Hainbuche wachsen auf wechseltrockenen Böden in wärmebegünstigter, niederschlagsarmer Lage. In Sachsen kommt der gefährdete Lebensraumtyp nur in der Oberlausitz nahe der polnischen Grenze vor. Einer seiner Schwerpunkte ist auch das FFH- und Vogelschutzgebiet Neißetal zwischen Zittau und Bad Muskau entlang der deutsch-polnischen Grenze. Im oberen Abschnitt wird das Landschaftsbild noch maßgeblich durch die Hügellandschaft der östlichen Oberlausitz geprägt. Im Norden schließt sich eine flache, terrassenartige Niederungslandschaft an. Seit dem Wegfall der EU-Binnengrenzen avanciert die wilde Welt am geheimnisvollen Fluss
zu einem Eldorado für Mensch und Natur. Denn der Erhalt von Natura 2000 Flächen bietet auch die Grundlage für naturnahen Tourismus und trägt somit auch zur Wertschöpfung der Region bei. Es ist erstmal ein verdammt schöner Fluss. Also es ist wirklich pure Landschaft. Viele haben jahrelang an der Neiße gelebt und hätten nie gedacht, dass da hinter der Böschung so ein herrlicher, unberührter Fluss ist, so eine viele Natur. Viele kommen zurück, ich habe einen Eisvogel gesehen. Da sagen wir, ja klar, das ist ja immer da. Und das zeigt eigentlich, wo vernünftiger, sanfter Tourismus ist, dann funktioniert das sehr gut zusammen. Dass es sozusagen ein langer Streifen an der Neiße ist, wo grenzüberschreitend die Natur erhalten wird. Und was hilft es, wenn nur überall ein kleines Stück ist, sondern das ist was Ganzes. Und ich denke, das sollte der Natur, das sollte dem Tourismus allen helfen. Denn fest steht, Natura 2000 ist nur mit dem Menschen umsetzbar, im harmonischen Miteinander mit der Natur. Hier in der Oberlausitz, an der Grenze zu Polen und Tschechien, wird so das europaweit umspannende Schutzgebietsnetz besonders deutlich und erlebbar. Insgesamt 14 verschiedene Lebensraumtypen des Anhanges 1 der FFH-Richtlinie lassen sich im FFH-Gebiet Neißetal finden und Dutzende gefährdete Tier- und Pflanzenarten werden durch Natura 2000 als Teil europäischen Kulturgutes erhalten, über und unter Wasser. Nur unter Einsetzung aller Kräfte lässt sich dieses gemeinsame Naturerbe Europas erhalten. Mit seinem immensen Engagement stellt der Freistaat Sachsen, unterstützt von vielen ehrenamtlichen Naturschützern, im Netz von Natura 2000 mittlerweile einen maßgeblichen Beitrag dar, die Artenvielfalt des Kontinents für die Zukunft zu sichern und für kommende Generationen zu erhalten.